Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Wenn es draußen nass, kalt und windig ist, dann gibt es nichts Besseres als eine wärmende heiße Suppe. Deshalb zeige ich dir heute ein Rezept für eine einfache Hühnerbrühe und wie du sie haltbar machen kannst, damit du immer eine leckere Grundlage für deine Suppen auf Vorrat hast. Viel Spaß beim Zuschauen! Für die Brühe kannst du ein ganzes Suppenhuhn oder wie hier Hähnchenschenkel und Flügel oder auch Karkassen verwenden. Vor dem Kochen wasche ich die Geflügelteile unter fließendem Wasser gründlich ab und gebe sie in einen Topf. Da mir hier der Geschmack der Brühe wichtiger ist als der Geschmack des Fleisches, gebe ich schon mal etwas Salz und Pfeffer hinzu. Den Topf fülle ich nun mit Wasser auf und bringe es zum Kochen. Sobald das Wasser aufkocht, reduziere ich die Hitze und lasse die Hähnchenteile mit geschlossenem Deckel 1 bis 2 Stunden köcheln. Ich lasse das Fleisch gerne so lange kochen, bis es sich wie hier von den Knochen löst. Das Fleisch nehme ich dann aus der Brühe heraus und lasse es in einer Schüssel abkühlen. Später entferne ich dann die Haut und die Knochen und verwende es für eine Nudelsuppe. Um die Brühe von eventuell vorhandenen Knochenresten und Trübstoffen zu befreien, stelle ich ein Sieb auf eine hitzebeständige Schüssel, lege es mit einem sauberen Küchentuch oder wie hier mit einem Käsetuch aus und seihe die Brühe ab. Du kannst die Brühe nun sofort weiterverarbeiten oder wie ich einfrieren, so hast du immer einen Vorrat für eine wohltuende Hühnersuppe zu Hause, wenn du mal erkältet bist. Die abgekühlte Hühnerbrühe fülle ich nun mit Hilfe eines Messbechers in eine Eiswürfelform und friere sie ein. Da meine Eiswürfelform keinen Deckel hat und ich sie auch wiederverwenden möchte, fülle ich die gefrorenen Brühewürfel in einen Gefrierbeutel. Tiefgekühlt hält die Brühe etwa 2 bis 3 Monate. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!